Im heutigen Video erzähle ich dir etwas über Kunststoffbodenbeläge. In einem Gebäude sind die unterschiedlichsten Bodenbeläge verbaut und Kunststoff ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft mittlerweile. Darum ist es logisch, dass wir auch Kunststoffbodenbeläge haben. Auch Kunststoffbodenbeläge müssen verschiedenen Ansprüchen genügen in unserem Gebäude. Wir denken da zum Beispiel an eine Turnhalle, die einen sehr speziellen Boden hat. Der Bodenaufbau muss einerseits anti-rutsch sein und andererseits sollte er aber auch so ein bisschen dämpfende Eigenschaften haben, dass wenn man mal umgeht, dass es dann nicht ganz so weh tut. Im Schulzimmer zum Beispiel wird zum Beispiel noch gerne ein Linoleum verbaut. Linoleum ist eigentlich nicht unbedingt ein Kunststoffbodenbelag. Und trotzdem habe ich ihn jetzt an dieser Stelle in diese Kategorie hineingenommen. Im Ladenbau werden noch gerne Vinylplatten oder Planken eingesetzt. Die sehen optisch sehr gut aus, lassen sich leicht reinigen und geben trotzdem, dass es eigentlich ein sehr billiger Bodenbelag ist, eine gute Optik. Bei Kunststoffbodenbelägen unterscheiden wir eigentlich immer so ein bisschen unterscheiden zwischen homogenen und heterogenen Bodenbelägen. Ein homogener Belag ist eigentlich der ganze Belag besteht aus dem gleichen Material und beim heterogenen besteht der Bodenbelag aus zwei unterschiedlichen Materialien. Das ist eigentlich schon der Unterschied. Kunststoffbodenbeläge gibt es einerseits als Bahnware oder als Platten zum Lecken oder aber auch im Objekt verarbeitet, also sprich zum Beispiel gegossen oder auch einfach gestrichen, also sehr dickflüssige Flüssigkeit, die dann mit mehreren Schichten eine schöne Schicht gibt. Gerade im Objekt gegossenen Belägen wird oftmals mit zwei Komponenten geschafft und der Bodenbelag härtet nachher eigentlich durch eine chemische Reaktion aus. Gerade bei diesen Sachen, bei gestrichenen oder bei gegossenen Bodenbelägen, kann man auch noch zum Beispiel Quarzsand einstreuen, wo dann die Anti-Rutsch-Wirkung gibt. Die gängigsten Kunststoffbodenbeläge sind zum Beispiel PVC, Novilon, Gummibodenbeläge, also Kautschuk, Epoxy und in meinem Fall jetzt auch noch das Linoleum. Beim Linoleum ist es immer so die Frage, zu welcher Gruppe man das nimmt. Viele nehmen es zu den Holzbodenbelägen und ich habe es jetzt in die Kunststoffbodenbeläge hineingenommen. Linoleum besteht eigentlich so ein aus Leinöl, Kleber, verschiedenen Farbstoff meistens. Teilweise gibt es auch noch mit Korkmehl drin. Das Ganze wird eigentlich auf einen Jutenrücken sowie aufgewalzt im sogenannten Kalandrierverfahren und gibt dann eigentlich so einen Bodenbelag. Und wieso ist das wichtig, dass wir genau wissen, was für ein Material wir da vor uns am Boden haben? Wenn wir das reinigen tun und wir die falschen Reinigungsmittel auf dem falschen Bodenbelag benutzen, dann haben wir nachher Schäden und das möchten wir nicht. Darum müssen wir uns wirklich, gerade bei Kunststoffbodenbelägen, sehr sicher sein, was für ein Material wir vor uns haben. Die fachgerechte Reinigung ist sehr wichtig, zum Beispiel auch an sehr heiklen Orten. Also das kann zum Beispiel im Spital sein, es kann aber auch ein Serverraum sein. Gerade Kunststoffbodenbeläge neigen dazu, dass wenn man drüber läuft mit den Kunststoffschuhen, dass man sich dann anfängt statisch aufladen. Und das kann in einem explosionsgefährdeten Raum oder aber auch im Serverraum natürlich zu einer Explosion führen. Dort werden meistens spezielle Bodenbeläge verbaut, die sogenannt ableitfähig sind. Und wenn man die mit den falschen Reinigungsmitteln reinigt, obwohl der Boden vielleicht genau gleich aussieht wie in einem anderen Raum, dann kann das wirklich zu ganz schlimmen Sachen führen. Wenn du jetzt in einem neuen Objekt anfängst und nicht genau weißt, was für einen Boden hast du von dir, im Idealfall liegen vielleicht noch irgendwo Reste rum oder du hast vielleicht noch ein Lager, dann kannst du das dort genau anschauen. Oder aber du benutzt die sogenannte Brennprobe und schaust schon mal, was für einen Boden du wirklich vor dir hast. Abschließend kann man vielleicht sagen, bei den Kunststoffbodenbelägen ist es wirklich mit Abstand am schwierigsten und aber auch gleichzeitig am wichtigsten, zum bestimmen, was für ein Material haben wir wirklich vor uns. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere unbedingt den Kanal.